So, was bei Aisha die zwei Besonderheiten ist, abgesehen von einer anderen Klasse im Spiel, wenn du still stehen bleibst, fängst du an Mana zu laden. Also, siehst du, wenn ich normal laufe, krieg ich so ein Mana pro Tick ungefähr. Wenn ich stehen bleib. So. Was dazu kommt, wenn du eine Zeit lang stehen bleibst, bis die Notiz da über dir fliegt. Also wenn ich jetzt Mana lade, jetzt fliegt die Notiz über dir, dann kannst du Skills casten, ohne sie abzufeiern, sage ich mal. Oder ich sag mal eher einspeichern. Wenn ich jetzt Q drücke, das siehst du auch an den gelben Rahmen, wenn ich jetzt Q drücke, habe ich die Mana verbraucht. Also der Skill war kurz auf Cooldown und jetzt ist er hier unten in der Leiste. Da kannst du bis zu 3 Skills in der Leiste haben. Das ist dann Memorize-System. Und du kannst dann später zu einem beliebigen Punkt, kannst dann alle hintereinander casten. Ohne dann in dem Moment Mana dafür zu verbrauchen. Das kannst Skills du einspeichern, später casten. Aether Sage basiert komplett um das Feature von Memorize. Die hat nämlich eine Passive, müsste die hier sein? Genau die hier. Wenn ich Skills einspeichere, kosten die 10% weniger Mana, haben 90% weniger Cooldown. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Eishagel, den ich auf E habe, die ganze Zeit spammen möchte, kann ich stehen bleiben, in den Memorize einspeichern, casten. Stehen bleiben, kurz warten, casten. Rastenstahl, okay. Macht Sinn. Oder ich mach's so. Sag, warte kurz. Spells einspeichern, hintereinander casten, wieder warten. Du siehst, die haben keinen Cooldown gefühlt. Mhm. Weil Aether Sage halt komplett um das Gimmick basiert mit dem Einspeichern. So. Aber dann heißt, du hast dann hauptsächlich hier stationär den Spell. Ja, also also ich mache jetzt nur die Skills, ich will Sehr, ja nicht sehr alles zeigen, die ja. ich dabei habe. Da ist zum Beispiel magisches Geschoss, fliegt, sucht einen Gegner. Macht dann den Damage. Du hast hier deinen Eishagel, ist stationär, macht hier die ganze Damage. In dem AoE. Du hast Meteor Call, ist halt auch. Meteor kommt runter, macht da Damage. Und du willst halt bei Bossen zum Preparen, also wenn du weißt, der Boss fängt gleich an, willst du am besten gleich deine 3 Main Spells oder für die Situation die 3 wichtigsten Spells einspeichern. Dann castest du sie normal. Oder warte, wir machen jetzt richtig, warte. Mach jetzt von der Priorität, wie ich es jetzt mache, ist einfach EQW, EQ braucht Mana W. Dann sind alle auf einem kurzen Cooldown. Dann kann ich zum Beispiel E machen, normal casten, aus Memorize casten. Q normal casten, aus Memorize normal casten. Und dann Meteor Caller habe ich jetzt nicht genug Mana. Aber so ist im Prinzip ihr Bossing-Pattern. So würde ich es persönlich machen. Immer Skills einspeichern, dann die Skills normal benutzen und danach gleich aus Memorize. Was noch dazu kommt ist, du kannst Skills aneinander chainen. Das ist die Passive Doppelzauber hier. Da ist zum Beispiel nach Wirbelsturm kann ich Eishagel direkt casten. So, ich mache Wirbelsturm, drück nochmal Wirbelsturm und es kommt automatisch der Eishagel. Und dass der auf Cooldown ist. Den könnte ich jetzt nochmal machen. Wenn ich bei Eisbär ist Flammenkreis hinterher, Eisbär habe ich jetzt nicht mal drin. Und bei Ruf des Meteors ist Eissplittersturm, das ist meine E. Das heißt, wenn ich jetzt Meteor Call mache, kann ich einen Meteor Call nochmal machen und da kommt mein Eissplittersturm. Was ich jetzt also rein theoretisch machen könnte, ist einmal Eissplittersturm einspeichern, dann Meteor Call machen, danach. Achso, während Memorize geht's nicht. Sorry. Während der Skill eingespeichert ist, kannst du Double Cast nicht machen. Das heißt, ich könnte jetzt Eissplittersturm machen, ne? Meteor Call, meinen automatischen Eissplittersturm dann noch machen und nochmal einen Eissplittersturm. Das hatte ich 3 gleichzeitig aktiv. Und dann Flammenkreis. Vorher war es ein Flammenkreis, jetzt sieht es nicht mehr aus wie ein Kreis. Ist jetzt dein Main Damage Spell. Flammenkreis hat aber nichts zum Double Casten, glaube ich. Doch Eisbär, warte, dann tun wir Eisbär kurz mit. Wir den jetzt mit. Kann jetzt also der Flammenkreis einspeichern.
Eisbär machen, danach den automatischen. Also nein, er ist eingespeichert. Brainfart. So, ich mache erst Flammenkreis so, dann Eisbär und Flammenkreis danach und dann nochmal Flammenkreis. Und dann habe ich erstmal Main DPS Skill dreimal hintereinander gemacht. Also wie Auto-Attack canceln in LoL, okay. Ja, so in die Richtung. Ja, das ist Ether Sage. Und du hast zum Beispiel hier auch ein Spell, der heißt Meditation. Bekommst dadurch passiv Mana. Und dann, ja. Zum Clearen, der Main Spell ist Eissplittersturm, zum Boss Damage machen Flammenkreis. Dann gehen wir weiter. Also Ether Sage ist Elementmagier, hast ja, glaube ich, gesehen. So, dann gehen wir weiter zu Sorcerer. Wenn ich sie denn finde. Ja, ganz kreativer Name. Ors. Ist die dunkle Magierin, sage ich mal. Oz basiert nicht so sehr ums Memorize-System drumherum. Daher viel um den Machtbooster. Weil wenn du Machtbooster anmachst, kriegst du als Oz passiv sehr viel Mana. Du musst nur Machtbooster sein, fertig. Dann. Sieht mal deutlich schneller aus als beim Schwertkämpfer. Ja. Noch Magierin für mich persönlich. Ja. Was bei ihr wichtig ist, das ist ihr Bread and Butter Passive, sage ich mal, um die Passive, wo sich bei Ria, meiner Meinung nach, damit alles bildet. Du brauchst einen 2,5 Meter Abstand zum Gegner, um weniger Mana verbrauchen und weniger Cooldown zu haben. Was sind 2,5 Meter? Könnt ihr mal. Siehst du, jetzt sind sie ausgegraut. Jetzt kann ich sie casten. 2,5 Meter ist halt echt keine Distanz. Einfach nur dadurch, dass ich out of range von dem Gegner laufe, habe ich auf einmal genug Mana. Also 2,5 Meter ist halt die Distanz zu der Puppe jetzt. Das ist nichts. Die musst du wegbleiben vom Gegner. Dann hast du, oder von allen Gegnern eigentlich immer. Dann hast du weniger Cooldown und weniger Mana-Kosten auf deinen Spells. Und das ist ja echt nicht viel. Aber darauf basiert sie, bleib weg vom Gegner. Und dann halt, wie du gesehen hast, dunkle Magie mit einer riesen Furzwolke, die travelt und Damage macht. Oh, Fledermäuse. Oder ne, Phantomatem. Also, bisschen Debuff. Dann Fledermäuse. Mehr Fledermäuse. Und ein riesen Spinnennetz. So. Und Aisha hat noch alles. Das habe ich vorhin bei Ether Sage vergessen. Alles. Level 1 Skill Teleport. Das heißt ja. Was erwartet man von dem Teleport? Ja. Ja. So, dann sind wir mit Sorcerer auch schon fertig. Dann kommen wir zu Metamorphy. Muss wieder zum NPC laufen. Sailor Moon sagt dir doch bestimmt was, oder? Ja. Ich meine, die Folgen, die man früher als Kind immer sich angeschaut hat. Ja. Also, du hast gerade den Sailor Moon Move gesehen. Ja, Glitzer, Glitzer. Yes. Den Buff willst du zum Beispiel immer abhaben, weil du dann mehr Mana bekommst und so. Allgemein. Ich habe doch hier. Ja, du kriegst 50% mehr Mana und da ist auch irgendwo eine Passive. Ich weiß gar nicht, welches das ist. Hier ist es, glaube ich. Genau, du bekommst während bei weniger Schaden und machst auch 15% mehr Schaden. Also du willst immer in der Form sein eigentlich. So. Was stellst du dir unter Metamorphy vor? So, nur beim Namen. Oder Battle Magician. Metamorphy. Energiebälle! Aha. Das tolle Bällebad.
Achso, aha, wie bei Ikea in der Kinderecke. Ist auch sehr schön, sehr schön. Ja. Oder noch ein Ball. Halt, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Positive Magie. I don't know. Kann Der mich, Basket. Oder Basketball. ich mag das Bällebad. Ist doch ein Bällebad, oder? Ich sag ja, Ikea Kinderecke. Ja. Ähm. Genau, und da hast du zum Beispiel auch den. Hup. Oh, warte, wie. Hup. Bisschen schnell, würde ich sagen. Ja. So, Battle Magician auch ganz grob.